In jenem Jahr kam der Winter in Sibirien früher und war heftiger als sonst, sodass die ausgedehnten Kiefernwälder entlang des Sees unter einer Schneedecke lagen. Iwan Petrow fuhr mit seinem alten Pickup-Truck die zugefrorene Uferstraße entlang, sein Atem war in der beißenden Kälte gedämpft. Das grelle, weiße Sonnenlicht des Morgens schien auf die Oberfläche des Sees und ließ das Eis wie tausende von Scherben zerbrochenen Glases reflektieren und funkeln. Inmitten dieser riesigen weißen Fläche erblickte Iwan plötzlich einen seltsamen, regungslosen Punkt auf dem fernen Eis. Er kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können, aber die Entfernung war zu groß, sodass alles nur noch ein schwacher, verschwommener Fleck war. Ein Gefühl der Unruhe veranlasste ihn, langsamer zu fahren und schließlich den Wagen am Straßenrand, der mit hartem Schnee bedeckt war, vollständig anzuhalten. Iwan holte sein Handy heraus, stieg aus dem Auto in den kalten Wind und machte ein Foto mit maximaler Vergrößerung. Als er das Bild auf dem Bildschirm vergrößerte, sank ihm vor Staunen das Herz. Es war kein Baumstamm oder Stein, sondern ein Schneeleopard, der bewusstlos auf der Seite mitten auf einem zugefrorenen See lag. Sein gesprenkeltes weißgraues Fell verschmolz fast mit dem hellblauen Eis, nur sein schwacher, kaum wahrnehmbarer Atem blieb zurück. Ohne einen Moment zu zögern, rief Iwan sofort die nächstgelegene Försterstation in dieser sibirischen Region an. Seine Stimme zitterte leicht, als er genau den Ort und den Zustand des Tieres beschrieb, das mitten auf dem riesigen zugefrorenen See lag. Die Person am anderen Ende der Leitung bestätigte, dass innerhalb von 30 Minuten ein schnelles Einsatzteam entsandt werde. Iwan stand am Ufer des Sees, den Blick auf die reglose Gestalt inmitten der riesigen Eisfläche gerichtet. Der über den See wehende Wind erzeugte dünne Schneestreifen, die sanft wie trüber weißer Rauch dahinglitten. Etwa 30 Minuten später tauchte am Ende der verschneiten Straße ein dunkelgrünes Rangerfahrzeug auf. Die beiden Förster, Sergei Volkow und Michail Antonow, stiegen aus dem Fahrzeug. Sie trugen dicke Mäntel, die von kaltem Nebel bedeckt waren. Sie schüttelten Iwan kurz die Hand und begannen sofort, mit einem Fernglas ihr Ziel mitten auf dem zugefrorenen See ausfindig zu machen. Durch die Lupe bestätigten sie, dass es sich tatsächlich um einen ausgewachsenen Schneeleoparden mit auffallend schlanker Statur handelte. Sergei bemerkte leise, dass es nach dem jüngsten Schneesturm, als die Nahrungsquellen äußerst knapp waren, möglicherweise erschöpft gewesen sei. Die Oberfläche des Sees ist glatt und weist feine Risse auf, was einen direkten Zugang extrem gefährlich macht. Michail überprüfte die Dicke des Eises am Rand des Sees mit Hilfe der Spezialausrüstung, die er mitgebracht hatte. Sergei schlug umgehend vor, Rettungsbretter zu verwenden, die speziell für dünne, rutschige Eisflächen entwickelt wurden. Sie luden eine leuchtend orange Rettungsplanke und ein robustes Seil aus dem Fahrzeug. Für den Fall eines Worst-Case-Szenarios wurden ein Betäubungsgewehr und ein Sanitätskasten bereitgestellt. Iwan stand neben ihnen und beobachtete schweigend die professionellen Bewegungen der beiden Ranger. Sie vereinbarten, dass Sergei sich als erster auf das Brett legen und sich dem Ziel nähern sollte. Ein Ende des Seils ist fest an einem Rettungsbrett befestigt, das andere Ende ist am Ufer fixiert. Michail und Iwan werden das Seil festhalten und bereit sein, es zurückzuziehen, falls die Eisoberfläche Anzeichen von Rissen zeigt. Eine angespannte Atmosphäre lag über dem Seeufer, als der Plan nach und nach umgesetzt wurde. Sergei legte sich mit dem Gesicht nach unten auf das Rettungsbrett, um sein Körpergewicht auf der dünnen Eisfläche zu verteilen. Er kroch langsam, Stück für Stück, und schob mit beiden Händen das Brett vorwärts in Richtung des weit vor ihm liegenden Schneeleoparden. Jedes Mal, wenn er sich ein paar Dutzend Zentimeter vorwärts bewegte, hielt er inne, um dem Geräusch des Eises unter ihm zu lauschen. Das Pfeifen des Windes im fernen Kiefernwald verstärkte die Spannung nur noch. Das Seil hinter Sergei spannte sich bei jeder Bewegung, die er auf der Seeoberfläche machte, ein wenig. Unter dem kalten, weißen Sonnenlicht verringerte sich allmählich der Abstand zwischen ihm und dem Schneeleoparden. In 5 Metern Entfernung blieb Sergei stehen und hob langsam das Betäubungsgewehr an seine Schulter. Er zielte vorsichtig auf die Schulter des Tieres, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Der Betäubungspfeil flog durch die Luft und steckte sauber im dichten Fell des bewusstlosen Schneeleoparden fest. Sergei wartete schweigend, 2 scheinbar endlose Minuten lang in der Stille.
Der Leopard zeigte keine ungewöhnliche Reaktion, sein Körper blieb einfach regungslos auf dem Eis liegen. Als Sergei sich vergewissert hatte, dass das Medikament seine Wirkung entfaltet hatte, kroch er näher heran, um den Zustand des Patienten zu überprüfen. Sergei berührte das dichte Fell des Schneeleoparden und prüfte dessen gleichmäßige, aber schwache Atmung. Er suchte den gesamten Körper des Tieres nach Anzeichen von Verletzungen ab, fand aber keine offenen Wunden. Der Hauptgrund war vermutlich einfach Hunger und Erschöpfung nach tagelangem Kampf gegen den Schneesturm. Sergei band dem Schneeleoparden schnell ein Seil mit einem sicheren Knoten um den Bauch. Er gab Michail und Iwan das Zeichen, langsam vom Ufer wegzuziehen. Zentimeter für Zentimeter glitt der schwere Körper des Leoparden geschmeidig über das glitzernde Eis. Sergei blieb auf dem Brett liegen und half bei der Navigation, um die dünnen Spalten unter dem Eis zu vermeiden. Als sie sich dem Ufer näherten, stieg Michail herunter, um das Gleichgewicht zu halten und das Seil fester ziehen zu können. Auch Iwan half mit und sorgte dafür, dass das Rettungsbrett auf der Zielgeraden stabil blieb. Die drei Männer arbeiteten nahtlos zusammen, um den Schneeleoparden vom gefrorenen Eis zu heben. Vorsichtig hieften sie den schweren Leichnam auf den am See wartenden Pickup-Truck. Der weiße Atem aller drei vermischte sich mit der kalten Luft, als die gefährliche Mission abgeschlossen war. Der Schneeleopard wurde in eine nahegelegene Rangerstation im schneebedeckten sibirischen Kiefernwald gebracht. Sie legten es in einen großen Eisenkäfig, der innen mit trockenem Stroh ausgelegt und mit Decken abgedeckt war, um die Wärme zu speichern. Ein hängender Heizstrahler warf ein warmes, weißes Licht ab, gerade genug, um einen vor Kälte zitternden Körper zu beruhigen. Sergei überprüfte mit einem tragbaren medizinischen Gerät erneut die Körpertemperatur und den Herzschlag des Tieres. Michail hielt den Ausgangszustand fest, um den Fortschritt in den kommenden Tagen zu überwachen. Iwan stand schweigend außerhalb des Geheges, seine Augen voller Sorge und Erleichterung zugleich. Sergei versicherte ihm, dass der Zustand des Leoparden nicht so ernst sei wie zunächst befürchtet. Sie sagten, es würde mindestens 3 Tage hier bleiben, um sich vollständig zu erholen. Sobald die Narkose nachlässt, wird energiereiche Nahrung bereitgestellt. Iwan verließ schließlich erleichtert den Bahnhof, da er wusste, dass das Tier in sicheren Händen war. An diesem Nachmittag schien noch immer das Winterlicht durch das kleine Fenster der Rangerstation. Der Schneeleopard rührte sich leicht und öffnete nach stundenlangem Starre die Augen. Sein graublauer Blick schweifte über den unbekannten Raum, doch er zeigte keinerlei Anzeichen von Panik. Sie atmete tief die wärmere Luft in dem weichen, trockenen, mit Stroh ausgelegten Schuppen ein. Sergei beobachtete das Tier aus der Ferne und vermied es, Druck auf es auszuüben, der es erschrecken könnte. Michail legte ein Stück frisches Fleisch in die Nähe der Scheunentür und trat dann zurück, um einen sicheren Abstand zu wahren. Zuerst schaute der Leopard nur, doch dann schien der Geruch von Essen seine starken Überlebensinstinkte zu wecken. Es begann langsam zu fressen und nahm mit jeder Minute kleinere, aber regelmäßigere Bissen. Das Leben kehrte in seine Augen zurück und auch die Bewegungen seines Körpers wurden allmählich wieder agiler. Die beiden Ranger tauschten ein kurzes Nicken aus, im Bewusstsein, dass sich nun tatsächlich die Möglichkeit zur Genesung eröffnet hatte. Nach 3 Tagen der Beobachtung und Pflege hatte der Schneeleopard genügend Kraft wiedererlangt, um in seinen natürlichen Lebensraum zurückzukehren. Sergei und Michail brachten es in einen tieferen Teil des Waldes, wo es im Winter ein reichhaltigeres Beuteangebot gab. Sie öffneten die Tür des eisernen Käfigs inmitten des unberührten, schneebedeckten Kiefernwaldes. Der Schneeleopard trat hervor und verharrte einen Augenblick, als wolle er den Hauch der Freiheit auskosten. Dann verschwand es leise im Wald, sein Körper verschmolz allmählich mit dem Schnee und den Schatten der hoch aufragenden Bäume. Iwan würde diesen Morgen immer in Erinnerung behalten, als inmitten der eisigen sibirischen Landschaft die Herzen der Menschen ungewöhnlich warm spürten.